Wuff. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Benny, schön, dass du da bist. Ich hätte fast alle meine Pflanzen verloren, nur wegen dieser Anfängerfehler bei der Hydrokultur. Und damit dir das nicht auch passiert, teile ich dir heute meine größten Fails und was ich daraus gelernt habe. Das heißt, bleib dran, vielleicht erkennst du dich ja auch in dem einen oder anderen Fehler ja wieder. Das heißt, pack deinen Pflanzensprüher weg, schneide dich lieber gut an, jetzt wird's ehrlich. Der erste Klassiker, zu viel des Guten. Das heißt, anfangs dachte ich natürlich, je mehr Wasser, desto besser. Dem ist aber nicht so. Das heißt, das Ergebnis war da, Wurzelfäule Deluxe in der Premium-Variante. Das heißt, nur so viel Wasser einfüllen, dass die Wurzeln wirklich angeregt werden zu wachsen und nicht permanent ertränkt werden wollen. Das heißt, ihr wollt ja eure Wurzeln nicht Waterboarding, also so, trink jetzt. Das heißt, ein Anfänger-Reminder, die Wurzeln müssen wirklich atmen können. Aber was bringt das beste System, wenn die Grundlage nicht stimmt? Das heißt, anfangs habe ich einfach beliebige Tonkügelchen aus dem Baumarkt genommen und habe mich durch sämtliche Substrate versucht. Hier vielleicht eine kleine Auswahl. Das Problem, manche waren zu dicht, speichern zu wenig Wasser oder zerbröselten. Und gerade bei so einem 90 cm Insigne Gigante Blatt, wo die Pflanze wirklich in einem 25-Liter-Eimer steht, ist die Auswahl doch ein bisschen schwieriger. Besser wäre aber hierbei hochwertiges Lecker, PON oder speziell auf Pflanzen abgestimmte mineralische Mischung nutzen. Aber letzten Endes, du entscheidest. Bei Semi-Hydro gibt es nicht so wirklich den gravierenden Unterschied, den einzigen Unterschied, den ich wirklich gemerkt habe, dass Blähtonkugeln sehr leicht sind. Und je größer die Pflanze ist, desto höher ist die Chance bei mir, dass ich einfach Blähton nutze. Denn ich muss das ganze Ding noch irgendwie heben können. Aber wenn du dir da bei Substraten generell ein bisschen unsicher bist, ich habe dir da halt auch ein Video gemacht, das verlinke ich dir am besten unten in die Kommentare. Ein harter Wechsel ist selten eine gute Idee, auch bei Pflanzen. Ich habe komischerweise immer die Angewohnheit, alles so vollzustellen, dass man mich nicht mehr sieht. Egal. Das heißt, Pflanzen brauchen wirklich Zeit, um neue Wasserwurzeln auszubilden. Das heißt, mein Fehler war zuerst direkt radikal umgestellt und die Pflanze standen erstmal still oder haben Blätter verloren. Das heißt, wirklich raus aus der Erde, ein bisschen abgespült, rein ins Substrat. Soll doch funktionieren. Das machen auch andere auch so. Tipp hierbei, direkt nach dem Umtopfen in Semi-Hydro die Pflanze erstmal schattiger stellen und weniger gießen, bis sie sich an das neue System gewöhnt hat. Ja, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen was für extrem Fortgeschrittenere. Auch dabei können wirklich sehr, sehr viele Fehler passieren. Das Beste ist wirklich, wenn du deine Pflanze erstmal in solch einen großen Behälter packst oder du packst da irgendwie erstmal eine kleine Tüte drum oder was. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, wie du deine Pflanze am besten umstellst. Meine Pflanzen sind alle hier in so einem großen Behälter. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, wenn du wirklich sehen willst, was da aktuell gerade drin ist. Die Pflanzen sehen dann aktuell so aus. Also alles, wo ich ein paar Probleme mit habe, neu starten will. Ich packe die alle in so eine Box und dann nach der Zeit kommen da super fluffige Wurzeln raus und dann funktioniert das auch blendend mit dem Umstellen. Und natürlich, wie immer geht, wenn dir das Ganze hier gefällt, dann klick doch gerne auf den Like oder auf den Abo-Button, damit du keine grünen Tipps mehr verpasst und deine Pflanzen schön durchstarten können. Also worauf wartest du noch? Wasser ist kein Essen, auch wenn es schön klar aussieht. Anfangs dachte ich, Leitungswasser reicht doch völlig aus. In Wahrheit, mineralische Substrate enthalten wirklich nichts. Zu stark geatmet. Das heißt, Pflanzen brauchen wirklich zusätzlichen Dünger. Das heißt, meine Lösung heute, angepasste Hydrokulturdünger, das heißt zum Beispiel Canna Aqua Vega A oder B, oder ihr könnt auch den Compo Complete nehmen, den habe ich anfangs genommen, auch völlig in Ordnung, oder spezielle Nährstofflösung. Das heißt, wenn eure Pflanze eine gewisse Größe erreicht hat, so wie das daneben hier zum Beispiel oder sowas in einem 25-Liter-Eimer, dann reicht Wasser einfach nicht mehr aus. Semi-Hydrokultur bedeutet nicht, dass du nie wieder gießen musst. Das
heißt, ich habe das Reservoir manchmal zu spät eingefüllt. Das Ergebnis waren, die Pflanzen waren wirklich gestresst, die Wurzeln sind ausgetrocknet. Es ist eigentlich besser, wenn du eine Routine entwickelst, das Reservoir regelmäßig checken, spätestens wenn die Wasserstandsanzeige, hier sind solche kleinen Striche drauf, wenn die Wasserstandsanzeige im unteren Bereich angekommen ist, dann solltest du wirklich nachfüllen. 1 bis 2 Tage ist der Stand auch okay, wenn da wirklich kein Wasser mehr drin ist. Denn wenn du zum Beispiel auf Lechuza Pon umsteigst, dann speichert das mineralische Substrat trotzdem immer noch Wasser. Es ist trotzdem immer noch feucht, aber du solltest wirklich diesen Stand nicht zu dolle ausreizen. Wenn die Wurzeln erstmal austrocknen, dann hast du wirklich richtig Probleme. Ohne Licht keine Photosynthese und damit auch keine schönen Wurzeln. Das heißt, ich dachte zuerst Wasser plus Substrat gleich Erfolg. Aber Licht ist wirklich genauso wichtig. Das heißt, wenn du eine dunkle Wohnung hast, unbedingt eine Pflanzenlampe nutzen. Dazu gibt es zigtausende Apps, die dir sagen können, ey, wie viel Lux oder wie hell dein Standort jetzt halt wirklich ist, zusammen mit KI, egal was du benutzt, kommt dann wirklich ein gutes Ergebnis bei raus, wenn du noch so ungefähr weißt, was deine Pflanze ist, oder mach ein Foto, das Ding weiß das halt auch. Ich arbeite zum Beispiel mit den Sansi Grow Lights hier zum Beispiel und ich bin wirklich mega zufrieden. Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass es genau die 36 Watt Variante sind. Das heißt, was ihr nicht seht, hier oben sind, glaube ich, 3 Lampen. Ich zeige 2. Naja, daran müssen wir noch arbeiten. Ich war in Mathe nie so gut. Aber hier oben hängen zum Beispiel 3 von diesen riesigen Birnen. Ich habe da einen richtig schönen Kegel, das steht alles auf der Erde. Müsst ihr nicht genauso machen, aber es gibt da sehr viele andere Varianten an... Es gibt auch sehr viele andere Varianten an Pflanzenlampen, die du wirklich benutzen kannst. Es geht nur darum, dir klarzumachen, dass Licht wirklich sehr wichtig ist. Massenumzug ohne Vorbereitung geht selten gut. Ich glaube, die Pflanze steht ein bisschen im Weg. Egal, wir machen weiter. Das heißt, die Euphorie war groß. Alle Pflanzen sollen auf Semi-Hydro. Aber leider war die Lernkurve zu steil und ich habe Fehler bei vielen gleichzeitig gemacht. Das heißt, der Tipp, wirklich starte lieber mit ein paar Pflanzen, sammle Erfolge, dann klappt die Umstellung viel entspannter. Das heißt, hier kannst du auch zum Beispiel, wenn du eine Lieblingspflanze hast, mach dir da einen kleinen Steckling oder was, lass den halt erstmal bewurzeln, wie zum Beispiel dieses kleine Ardora variegata, kleine Baby hier. Das ist, glaube ich, das Baby von dieser riesigen Pflanze, die hier hinten steht. Das habe ich jetzt in meiner Box aufgezogen. Das hat auch schon okayische Wurzeln. Das könnte ich jetzt direkt einpflanzen, wenn ich nicht so faul wäre. Das heißt, seh halt erstmal zu, dass die Pflanze wirklich ganz gesund Wurzeln kriegt. Dann ist das halt cool. Und wenn du die Pflanze umstellst, sei nicht erschrocken. Das ist normal, dass die Pflanze 1/3 der Wurzeln verliert und auch circa 1/3 der gesamten Blätter. Das ist völlig normal. Die Pflanze stellt von Erd- auf Wasserwurzeln um, zieht die Energie aus den untersten Blättern und pumpt das alles in neue Wurzeln. Das ist normal. Jede Reise beginnt mit kleinen Fehlern, aber daraus lernt man ja am meisten, oder? Das heißt, ich bin super happy mit meinen Pflanzen in Semi-Hydro. Aber ich glaube, ohne diese Fails wäre ich nie so weit gekommen. Angefangen hat eigentlich alles, dass ich extreme Probleme mit Trauermücken hatte oder teilweise immer noch habe. Und was soll ich euch sagen? Trauermücken können auf Semi-Hydro nicht so gut. Das heißt, wenn ihr genau so eine dicken Probleme habt, versucht's doch mal aus. Das heißt, welche Fehler hast du denn vielleicht schon mal beim Umstieg gemacht oder wovor hast du denn am meisten Respekt? Schreibt es mir doch unbedingt unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Storys. Das heißt, macht's nicht gut, macht's besser. Wuff.